Hallo, liebe BVB-Fans, mein zweiter Tag in Dortmund, heute PK. Es gibt spannendere Dinge, zum Beispiel euch irgendwann kennenzulernen. Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit, aber jetzt erstmal ein paar Highlights der PK. Thema ist klar heute, Vorstellung von Marco Rose und seinem Trainerteam. Marco hat bei uns immer schon seit Jahren eine relativ hohe Wertschätzung gehabt. Spätestens als wir dann auch, ich glaube 18 war es oder was weiß ich was, da gegen Salzburg ziemlich schmählich den Europapokal verlassen haben. Und umso mehr freuen wir uns jetzt, dass er hier ist. Wir finden, Marco steht für einen modernen, attackierenden, offensiven Fußball, der sehr gut zu Borussia Dortmund passt. Was uns gefällt, ist, dass er eine sehr gute Balance hat zwischen dem nötigen Spiel gegen den Ball. Kommt sicherlich die alte RB Salzburg-Schule, hilft ihm da. Stichwort Gegenpressing, Umschaltspiel. Aber daneben eben auch ist das Spiel gekennzeichnet durch gute und kreative Lösungen im eigenen Ballbesitz. Wir waren auch letztes Jahr wieder die Mannschaft mit, glaube 60% Ballbesitz im Schnitt, mit der höchste Wert in der Liga mit Bayern und das wird sich ja auch wird sich nicht großartig ändern, glaube ich. Er kann Spieler entwickeln, Mannschaften entwickeln, erfolgreich sein und darüber hinaus, das haben wir jetzt schon in einigen Sitzungen und Gesprächen festgestellt, ist er auch menschlich und charakterlich ein sehr guter Typ, der richtig gut zu uns passt. Die Art und Weise, wie wir auftreten wollen, die ist schon relativ klar. Und ich denke, hier nach Dortmund passt Arbeiterfußball. Das bedeutet, viel zu investieren, zu laufen, gegen den Ball zu arbeiten, das Stadion hinter sich zu bringen, Bälle zu gewinnen, schnell umzuschalten, wenn man die Möglichkeit hat natürlich, aber natürlich über die Jahre gewachsen. Auch der Anspruch, guten Fußball zu spielen, Gegner zu bespielen, Gegner zu dominieren, und das ist natürlich ein großes Paket, was wir davor haben, und daran werden wir einfach immer wieder gemeinsam arbeiten. Wir wollen versuchen, flexibel zu sein, wir wollen beides spielen können, Dreierkette, Viererkette. Raute, immer ein spannendes System, zwei Stürmer, ein sehr starkes Mittelfeld, viele Linien, gut fürs Pressing, gut fürs Umschalten, gut im Positionsspiel, weil man aus dieser Grundordnung viel machen kann. Aber auch das 4-3-3, 4-2-3-1, was jetzt Edin dann das letzte halbe Jahr gespielt hat, gibt dort, glaube ich, sehr viel her. Die Grundordnung ist gar nicht das Entscheidende. Das werden wir dann für uns finden, wo die Jungs sich wohlfühlen, in welchen Positionen die Spieler dann auch am besten zur Wirkung kommen. Sondern für uns wird es mehr oder weniger darum gehen, vor allen Dingen das, was Aki gesagt hat, unabhängig von Grundordnung, Dinge auszustrahlen, die immer wichtig für uns sind, und einen Fußball zu spielen, mit dem sich die Menschen hier identifizieren können. Ein paar Jungs habe ich heute früh schon getroffen. Jetzt stehen Leistungstests an, und danach werden wir sofort in Inhalte gehen. Natürlich geht es in der Vorbereitung immer darum, sich fit zu machen. Es geht darum, dass wir an dem Fußball arbeiten, den wir spielen wollen. Und ich denke, wenn man ein Thema aufnehmen kann, dann ist es natürlich, dass wir letztes Jahr, um dann möglicherweise auch ganz oben dabei zu sein, zu viele Gegentore bekommen haben. Sicher ein Thema, an dem wir arbeiten werden und wollen. Das heißt, die Defensive zu stabilisieren, ohne natürlich dann hinten raus in der Vorbereitung auch das Fußballspielen, das Kicken zu vernachlässigen. Also wir werden viel Fußball spielen in der Vorbereitung. Und ich weiß auch von Edin, dass er da immer dazu bereit ist, dann auch ins Büro kommen wird, wir viel über Fußball reden und diskutieren. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß, dass das eine spannende Konstellation für alle außenrum ist, aber für mich gibt es ja nichts Besseres, als hier jemanden zu haben, der den Verein kennt, der den Verein liebt und lebt
und der bereit ist, mich mit allem, was er hat, zu unterstützen. Und ich wäre ja blöd, wenn ich das nicht dann auch dankbar annehme.